Ich habe gestern die allerletzte Anatomieprüfung im gesamten Studium hinter mich gebracht. Das heißt, keine Anatomie mehr und auch nie wieder sezieren, was irgendwie ein bisschen komisch ist vom Gedanken her. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie lange ich mein Sezierzeug noch habe. Ich weiß nicht, ob ihr jemals sowas schon gesehen habt, aber ich habe mir gedacht, das könnte interessant sein vielleicht. Und darum würde ich euch da gerne zeigen, womit ich in den letzten paar Wochen 2- bis 3-mal in der Woche an einer Leiche herumgeschnitten habe. Insgesamt sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedene Instrumente drin. Die haben wir alle mehr oder weniger oft gebraucht. Zum Beispiel hier das herüben, da unter dem Plastik. Das habe ich ganz, ganz selten verwendet, aber ich glaube, ich zeige euch einfach mal alles nach der Reihe. Gleich als erstes, was wir hier haben, das ist ein Klingenhalter. Der ist in der Größe Nummer 4, das heißt, da passen 20er Klingen drauf. Den Klingenhalter braucht man eben, damit man die Skalpellklingen, die in so kleinen Packungen zu kaufen sind, aufmontiert. Das macht man dann so auf und dann nimmt man es mit einer Pinzette und setzt es so drauf und dann ist das Skalpell fertig zum Gebrauch. Das gleiche gibt es auch in einer anderen Größe, und zwar das ist Nummer 3, da passen 10er Klingen auf. 10er Klingen sind etwas feiner als 20er Klingen. Wann habe ich 10er Klingen gebraucht? Im kleinen Sezierkurs, wie ich Fuß seziert habe, weil da so viele kleine Blutgefäße überall waren, die halt weggezupft werden mussten. Das war mit der großen oft ein bisschen schwierig. Und wo habe ich noch 10er gebraucht? Selten eigentlich, aber ist auf jeden Fall praktisch, wenn man einen 3er und einen 4er Klingenhalter hat. Als nächstes ist eine anatomische Pinzette. Die erkennt man dadurch, dass die Spitze hier vorne stumpf ist und damit kann man einfach beim Sezieren, also wenn man das Messer in der einen Hand hat und die Pinzette in der anderen Hand, kann man gut arbeiten und Strukturen halten, wo man dann eben so präparieren kann. Ist schwierig zu beschreiben, aber ich zeige es euch nachher an einer Orange, nicht an einem Körper. Als nächstes ist der Knochenschaber. Das klingt immer so brutal. Raspatorium wird es auch genannt. Das braucht man, also ich habe es vor allem gebraucht, oder eigentlich nur gebraucht, im kleinen Sezierkurs, zuerst bei Gelenken und dann bei Muskeln. Und das braucht man einfach, damit man das Periost vom Knochen runterschaben kann, damit es schöner ausschaut und irgendwie nicht so gelb und wird und verrunzelt. Es ist wie eine Art Messer, nur es ist viel stumpfer, also man kann das irgendwie auch problemlos hier angreifen und man schabt eben dann immer in eine Richtung das Periost weg, um es möglichst in einem vom Knochen runter zu bekommen. Periost ist die Knochenhaut, falls das jemand nicht gewusst hat. Also auf Knochen ist so ein ganz dünnes Häutchen drauf, wo die versorgenden Blutgefäße und so drin verlaufen. Als nächstes, und das ist vor allem bei Prüfungen wichtig, habe ich hier, ich habe 2, aber normalerweise hat man eigentlich nur eine. Ich weiß nicht, warum ich 2 habe. Sonden, das heißt Sonde. Und das braucht man beim Präparieren selber eher selten, aber gerade bei einer Prüfung ist es halt einfach, wenn man, statt dass man den Finger benutzt und dann irgendwas zeigt, das ist oft recht ungenau. Es ist oft einfacher, wenn man mit der Sonde einfach dann gewisse Strukturen unterfasst und dann raufhebt und sagt, das ist die Arteria ulnaris oder das ist der Nervus suprascapularis. Ich weiß nicht, warum ich 2 habe, aber es war oft ganz praktisch, wenn Mitstudenten eine vergessen haben und Prüfung gehabt haben, dann habe ich ihnen eine borgen können, ohne Probleme. Als nächstes habe ich hier eine chirurgische Pinzette. Die erkennt man dadurch, dass sie eine Spitze hat. Deutsch. Ist nicht so oft in Gebrauch beim Sezieren wie die anatomische, aber es ist oft ganz hilfreich, gerade wenn es um feine Häutchen oder sowas geht, wo man einfach ein bisschen mehr Grip braucht vorn, dass man das mit der chirurgischen macht. Dieses Ding da, das schaut ein bisschen wild aus, ist der Muskelhaken. Und zwar, ich habe einen, der ist eigentlich ziemlich cool. Normalerweise sind sie nur, oder die meisten sind nur so einzahnig, aber der ist sogar doppelzahnig. Das bedeutet, den braucht man vor allem eben zum Beispiel, wenn man an der Leiche beim Bauch herum präpariert oder so und dass die ganzen Strukturen links und rechts nicht immer wieder reinfallen, kann man es quasi auf einer Seite so einhängen und auf der anderen Seite an der Haut außen oder was auch immer anhängen, sodass das dann auseinander gedehnt wird und man frei sezieren kann, wo auch immer man gerade seziert. Und das Ding ist ziemlich spitz, also au. Ist oft vorgekommen, dass ich in meinem Sezierzeug halt was herausgenommen habe und einmal habe ich mich gestochen. Also egal, das interessiert keinen. Hier habe ich noch eine chirurgische Pinzette. Diesmal ist sie so mit Zähnen versehen vorne
Ich weiß nicht, ob man das so genau sieht. Also ich habe die eigentlich echt selten verwendet, aber es ist ganz praktisch, wenn man eben etwas Feines halten muss oder so, dass man ein bisschen einen besseren Griff hat als mit der anatomischen. Dieses Ding da ist eine sogenannte Klemmschere. Das habe ich beim Sezieren nie gebraucht, weil das braucht man eigentlich vor allem, wenn man näht, also wenn man im Rahmen von Operationen Nähte anfertigen muss. Das ist im Sezieren ja nicht, weil da tust du eigentlich nur aufschneiden und das war's. Das macht eigentlich keiner mehr zu nachher. Und das ist ganz praktisch, weil man kann quasi bei einer Operation hier den Faden einspannen und dann kann man das so zudrücken hier, dass das so einrastet und man kann die Schere dann entweder irgendwie so hängen lassen, einfach hinlegen oder bequemer halten als so oder so, weil es eben von alleine zuhält. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich zeige es euch dann nachher mit einem kleinen Papierstreifen oder so. Als nächstes habe ich hier eine chirurgische Schere, die ist vorn gebogen und das ist eigentlich nur eine Schere. Also es hat eigentlich nicht so wirklich viel damit auf sich. Es ist eine Schere, sie schneidet ziemlich gut. Ich habe sie beim Sezieren... Habe ich sie mal gebraucht? Nein. Nee. Genauso wenig wie diese chirurgische Schere, die vorne spitz ist. Sie schneiden beide extrem gut, aber ich habe sie zum Sezieren, wie gesagt, eigentlich wirklich nie gebraucht. Und als letztes Instrument in meinem Seziertäschchen oder in meiner Sezierfederschachtel, Sezierbesteck, Behälter, eine Nadel. Das habe ich eigentlich auch fast nie gebraucht, weil das ist, ich glaube, also das ist eine Nadel, wo man halt Löcher machen kann, falls man irgendwo durch muss. Ich habe eigentlich nie wo durch müssen. Ich glaube, die Bauchsekanten haben vielleicht das mal gebraucht, aber keine Ahnung. Das war es auch schon. Ich hoffe, dass das irgendwie interessant für euch war. Sezieren ist echt richtig, richtig cool. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Gleichzeitig bin ich halt auch erleichtert, weil es war schon zeitaufwendig. Ziemlich zeitaufwendig. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Thumbs up. Ich freue mich auf eure Kommentare in den Kommentaren. Zum Abschluss habe ich ein kurzes Video für euch, wo ich euch zeige, wie Sezieren eigentlich ausschaut, wie man die ganzen Sachen korrekt hält und so. Zumindest so, wie ich es gelernt habe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns bald. Bye bye.